Ja, ik wens allem den wertvolle vrede, wo wir am laatste Leid van gehoord hebben, dat die voor ons ook door is. En iedereen den kan hebben. We horen dat Leid, dat we bald middernacht, vandaar andere dingen zo zeggen, dat we ons vielleicht gleich krijgen weten, wo sind wir, wat wel de tijd ons brengen. Aber das ist ein Ding noch viel sicherer als die Dinge, wat wir manchmal über wundern denken. Und das ist die Toekomst von Jesus Christus, wat komen seine Kinder in Huis te holen. Ja, und denken an die Zeit, wo wir bijna sind vandaag. Und manch einer von jünt, die hat besondere Tag durch. Einer für sich, manchmal mehr te viele mit den verschiedenen Menschen, was die alle waren durchgehen in diese Tage. Und manch einer denkt vielleicht, das ist all ein bisschen jammerlich. Aber habe ich das nicht sehr schön, Geschwister? Some denken dann, das liegt sich vielleicht ein bisschen mit der Zeit, dass die Kirche in Russland gemacht wurde. Und sie wunderte, was nu wieder zijn, wanneer worden die opgemaakt worden. Aber das ist kein Vergleich mit dort. Vandaar habe ich so frei die Botschaft von Jesus Christus rüt Strohl auf so ein weiches Stadt. Und uns trouble das nicht. Uns ist das sehr andauernd, wenn dort viele Menschen hier waren. Aber wenn es so eine Zeit soll sein, als unsere Vorfahren haben gelebt, wo würden wir dann tun? Dann würden wir diese Phones nicht wollen brauchen zu so einer Stadt. Ich wundere überhaupt, was wir mit unseren Phones würden tun. Das wird sehr plötzlich alle Wege bekannt sein, wer der Redner hier war, wie hier von da aus morgens, wer sich dort gewagt hat, hier abzustehen. Und den wird sehr hastig not zu finden sein. Und vielleicht wird wir bald unsere Phones überhaupt mehr alles wel rauslassen. Wieviel Gemeinschaft wird wir uns wagen zu haben, mit unseren Mitmenschen irgendwas mitzuteilen. Und sogar, wenn wir glaubten, dass wir safe wären, würden wir nicht weiter, wo uns alle Wege belüht wird. So, wir sind an einer wunderschönen Zeit von da. Wir können das Evangelium so frei von reden und unsere Mitmenschen dort mitteilen. Gott sei Dank dafür. Weil wir dort nur schätzen, die wunderschöne Gelegenheit und hoffen, der Herr wird auch die, wenn du von da an besondere schwere Verhältnisse gerodet bist, durchhalten, weil wir am Glauben Vertrauen am holen. Wie das die Botschaft jankert mir Gedanken zu nehmen mit Markus 16, das ist ein Kapitel, was ein langes Kapitel ist, aber sehr viel Berne ist, und sich dort meiste fällt es, wenn Markus für eine Ursache sich hat gespürt, dat nu wil Schluss maken met zijn boek. Dat so sehr kort gevoerd heeft. En dat het zich nog meer zo fällt is. Wenn hier krijgt, nach de zelfs hier oben, das noch Himmel gefahren und alles. Aber hij heeft er dan nog dingen neergekregen, wat de andere Evangelium nicht hat. Wenn wir uns mal Markus 16 lesen. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, das Jakobus Mutter und Salome bei Zerä, auf das sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn der war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an,
und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzet euch nicht, ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden und ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus und flohen von dem Grabe, denn es war sie zittern und entsetzen angekommen, und sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Jesus aber, da er auferstanden war, früh am ersten Tage der Woche, erschien er am ersten der Maria Magdalena, von welcher er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und diese, da sie hörten, dass er lebte und wäre ihr erschienen, glaubten sie nicht. Danach, da 2 aus ihnen wandelten, offenbarte er sich unter einer anderen Gestalt, da sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten das den anderen, denen glaubten sie auch nicht. Zuletzt, da die 11 zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden, auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel und sitzend zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Zij had kort gevoerd, de Himmelfahrt zum Gourmand, und zuletzt noch die ganze Apostelgeschichte da kort in ein Vers herangenommen, wo der Herr so wunderbar geschafft hat, durch Jesus ihn op de Erde komen en alles wat hij voor ons hier volbracht heeft. Ook de Amos-Jünger, die ganze Geschichte ist hier kort in ein Vers ein klein bisschen von erwähnt, wieder nicht in Details erklärt. Aber das sagt hier, die kämen sehr tätig smorgens, kämen sie dann Graf gegangen, diese Frühes. Und dat sagt da, als de zon abging. Ich glaube, Markus, als ich der Einzige, was dort erwähnt hat, dass die Sonne da abging. Und was erst dort nicht von besonderes Ding, wenn die Sonne abgeht. Vielleicht belebe ich das gleich alle Tage mit, wenn die Sonne abgeht, aber erst dort nicht ein wundervolles Ding, wenn wir abstehen und das morgens noch dies da ist, das fällt sich so alle so nicht so reich, noch nicht nur mal Ritt gehen und nur mal an die Arbeit gehen, aber wenn das dann Tag an Tag wird und auf einmal geht die Sonne ab, wo ändert das? Von da aus morgens scheint mir das so kalt zu sein, und das geht nicht sehr lang, als die Sonne ab wird, dann kann ich viele die Strahlen, die mögen grau und Unterschied, das fängt an so abzuwärmen. Und hier morgens ist diese Frühs da hingehen, aber da meist Sand, ich weiß nicht, kriegt, wo das ist abgegangen, aber dann geht die Sonne ab. Aber ging da bloß die Sonne ab, die ewige Sonne, die ging da mal wirklich ab für die ganze Menschheit.
Dus wenn eine Anleitung al hier, die herrliche Tijd, die fängt door wirklich an, ans Heiland ist abgestoßen und lebt und bringt Sonnenschein und Lebensnahen. Wo dat zo'n Unterschied für die, wat de Sonne gleich gedaan. Da ändert so viel am Leben, wenn die Sonne ist warmt und dacht und mal Dinge einmal fein zu sein sind, aber dort ist für so Menschen aber auch unmöglich. Da sind so die harte Nacht im Düstere allerhand geschafft, was sie das Liebste mochte, wenn kein Mensch das wisst. Und nu fängt das alle an Dach zu worden, nu fangen sich unheimlich an zu feilen. Nu wordt het al om licht komen. Nu hat gewone dingen zo ganz klar te zijn. So we zijn dat ook hier. Dit zon wat dort opging voor al die kinderen Gottes, dat is niet een zon wat alle mensen makkelijk is. Wer immer door nog gleich dem Düstere te zijn, wer noch die dunkle dingen in zijn leven, Unoprechtigkeiten, Untruheit, gleicht irgendwo hingerückt zu tun, für dem wird diese Sonne nicht eine Freude sein. Die wird ihm zu viel bedachen. Das kommt zu viel Evadel. Das gibt so viel Heuchler auf diese Erde, was da sich sehr fein verstahlen kann. Und sogar bei Sonnenschein können Heuchler so viel mal Dinge fein verstärken. Aber diese Sonne, die wird das alle um Tage bringen. En dan, wanneer de mens dat ik nog langere tijd kan, am Düstere verstoken houden, aber deze zon wordt alles klar in dag everdeel brengen. En wel dem wird dat nul gleicht. Wer sich an deze zon gleicht ab te warmen, zijn zeil, dat genießen te laten, en wem dat doet, als van mijn leven derg en derg gedacht wordt, en anderen sogar worden komen en zijn wat aan mijn leven is, wat wordt dat niet van, als dat van zelfde gevoel, van een zelfde ervaring, van deze eeuwige zon aan een mensenhart werkelijk kan aankeren en over dem zijn ganse leven overdagen. Door wie een düstere Nacht gewaast. Aber nu wird die Sonne abgegangen. En deze weer nu Graf gegangen. En hoeveel mal dat niet in ons leven zo, want dat de Nacht düster is, dan schijnen ons dingen zo groot te zijn. Zo bang maken die ons. We kunnen niet am Bad wirklich ruhig liggen, weil es uns beklamt, irgend schwere Dinge und Sorgen. Aber wo ändert das manchmal so, wenn das erst über Tag wird, oder wir haben schwere Träume gehabt und das wird Tag und die Sonne scheint, dann mit einmal lacht uns das Mess, was hat uns die Nacht aber so gequält? Wo sind die Dinge so düster und so schwer gewesen? Und nu ist es Tag, nu ist es mit einmal aller Wach, die schwere Schwierigkeiten. Haft dort nicht in manch einer sein jährlicher Kampf auch den was erfahren? Wo lang stell je een Petrus in nach für, als hij da op en und hele ging? Ich weiß nicht, wo haft gebracht, aber die bange, lange Nacht. En endlich wird es zu eng, mit einmal ging die Sonne ab. En nicht bloß die Sonne, das Evangelium, die wiesen uns, dass heilig Petrus erschienen ist. Und wir nicht weiter, was sie da genommen haben, wo lange oder was, aber nur die bange Nacht ging Petrus die Sonne war ab. Ja, die Sonne, dort ist die Kraftbahn. Wenn wir an unsere irdische Sonne hier denken, die ist
so sehr groß. 1 Million Erdkugeln würden nicht groß genug sein, zum dort, was unsere Sonne ist. Die ist so mächtig und so groß. Ein großer Körper. Und wo haben Menschen nicht einmal gedacht, diese Welt wäre so groß? Von irrschaumischer Tide, vielleicht gedacht, diese dort wird das große System, wo alles rum dreht, wo der Mondraum fährt und so weiter. Aber von da weit wie dort die Sonne, dort ist das Zentrum, dort wo alles rum dreht. Dort sind viel größere Dinge als diese Erde. In Psalm 24, 12 sagt Gott der Herr ist Sonne und Schild. Und diese Sonne, die wir nu über die Menschheit abgegangen, dass sie Jesus Christus als ihre Sonne im Leben können haben. Und sie sagen, dort bringt auch Johannes, 1 Vers 9, bringt das Licht auch raus. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Alleinheit ist da, und jeder einer kann sich bedachen lassen. Oh, wo scheint diese Sonne mit seinem Leib rauf auf uns Menschen. Wir können dort hier mal teilweise noch mal seinen vertragen, was die Sonne wirklich tut. Aber wenn wir schon am Himmel sind, dort kommt noch mal der wirkliche Glanz zu sein. Hier scheint die Sonne vielmal hinter Wolken, dort scheint er ewig klar. Ja, wenn hier kein Graf wäre, wenn Jesus auch wäre gestorben, aber er wäre abgestanden. Und was belebt ein Christ dann am Graf von sein abgestandenen Heiland? Da ist nie Hoffnung, wenn der Mensch ruhig ist, das Petrus dort wie in Busse dat, dann ist der Rot Fried und Fried zu kriegen. Dann kriegt der Mensch auf einmal, dass die Sonne und Tag het Licht in sein Leben zu sein, was er eier nicht sein kann. Er kriegt seine trostreiche Botschaft hier dann, wo er erst saß nur einmal sagt, dass das gerechtfertigt, Tod und Verdammnis. Da hat er nun Hoffnung, dat hij ook wat kan glücklich overkomen in de Ewigkeit naam. Aber hij krijgt ook nu een opdracht door dat wieder te rekenen wat de Herr gegeven heeft. Wo traurig versunken wir veel nicht in jane diestere Nacht en sage keine Hoffnung mehr für sich. Sie wussten von kein Trost mehr, sie waren ganz versunken an erdiepe Trauer. Und dann ging die Sonne ab, und sie hadden aber noch keine Ahnung, als diese irdische Sonne abging, dat kriegt mit dem auch die himmlische Sonne wie abgegangen an ihr Leben. Und dann fingen wir da auch an den anderen Vers von der Früh, als sie dann zum Grab kommen. Sie haben auch noch die schwere Sorge gemacht. Sie seien auf einmal, oder sie am Sehen seien sie mit einmal, was wird Friedrich? Da wird gerappt ein großer Stein vergerollt. Und wo ist das mit dort? Wir sind hier nur auf dem Weg dahin. En wel am ansalben, en wo wordt dat worden met den grote stein daar voor hem Graf?
Und sie hadden sich dort nicht mal wirklich bedacht. Da wir noch was Kleines, was noch mehr Trouble kon je aus der großen Stein. Und dort wir die kleine Siegel, was Pilatus da hat lassen, ein Tag nicht ewig. Aber Gott, der ist so weis an seine Leib, dort hat er sein Werk, und er riemt Steine zu sehen. Und er hält uns auch so wie die Augen zu, dass wir nicht immer all die Verhängnisse und Troubles all ver uns sein beim Anfang von unserer Reise. Dat wir doch blijven beim am Vertrauen vorwärts zu gehen. Ja, sie sind über dem mit ihrer Sorge taub, dort bei dem Gott gekommen, und sie waren an, sie haben umsonst gesorgt. Der Herr, der haft seufzen all erhielt, was sie hingeweis hadden. Und so wundervoll, als dat vandaag noch mit uns Herr Jesus, hij zorgt voor de zindje en wie gezorgd heeft, helemaal heeft hij zich al om alles gekümmert en heeft die dingen bezorgd. Wo gaat dat vandaag, vielleicht in manch einem von uns so, dat wel manchmal een schwere Sorgenstein voor ons liggen, wat we niet weten, wat dat krijg worden, wat wordt de toekomst ons brengen. Halb dat irgendwas wiedergehen, ligt er nicht allemal bloß ein großer Stein vor uns, wo wir nicht weten, wo wir da worden, ewig oder vorbei oder rumtjanen. Aber hier wird es so, der Herr schickt sein Engel, zum Steiner zu sie dralen. En dat wil we ook vertrouwen, dat wordt hij ook voor ons doen. Die grote Steine worden ons leven am Stich liggen. We hebben nog den zelfde Haar, nog dezelfde Engel, wat nog einmal keine Steine uit dem Weg rollen. En wanneer we worden aan zijn zijde wandelen, dan wordt hij zich damit weiter. Dan wordt er kein Stein te groot zijn zum ons glückliche Ziel verhinderen. Dat we dat niet worden kunnen erreichen. Jo, wat zijn Steine op ons weg? Steine, dat zijn Schwierigkeiten. Wat wie weit een Steinbrück manchmal sehr groot zijn, dan habe ich euch mal die Macht mit den Stein was zu tun. Dann braucht wir irgendwo eine höhere Kraft. Und gerade trägt oder ein Kette oder irgendwas, dann gehen große Steine manchmal auch noch zu bewegen, wenn sie nicht zu groß sind. Aber Steine schienen an manch einem sein Leben immer waren am Stich zu liegen. Und dann bleiben wir vielleicht manchmal, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, nu hast du ein sehr großer Stein, da kann ich nichts mehr tun. Nu müssen wir den bloß hoffnungslos da liegen lassen, wir haben keine Macht, um den Stein wieder zu rollen. Aber was ist wirklich der geradste Stein? Viel von den Steinen, was uns vielleicht von da gerade schienen, ziemlich große Steine zu sein, dort waren mit einmal keine Steine sein, ein Tag. Dann wird uns dort alle sehr klein und wenig vorkommen. Aber der geradste Stein, was da endlich ist, dort ist, wenn die arme Sünder an seine Sündenverzweiflung ist, die düstere Nacht durchgeht, wo er gern wird Fried haben, aber er findet kein Weg dafür. Er hat vielleicht eine Mama und Papa, wo er wird gerne um Bad gehen, noch Trost, und manche hat das auch nicht. Der hat keine Mama und Papa, wo er kann hingehen und sein, dass er da beim Bad war, er wird Trost finden. Manche wird sehr bang,
Zij weten, zij zijn in een toestand, zij zijn niet bereid God te bejenen, zij zijn niet bereid te sterven. En das grote steen, die schijnt zo die wordt en gans dooddraaien. Wat krijg ik voor den steen, als Jezus gekomen? Den steen kan hij ook wegrollen laten. En hij deed dat. En hij heeft al een manche mens, wat onder des steen vast weer. Den heeft hij afgerold en hem vrij gemaakt. En kan vrouw voorwaarts gaan. Dat die vlucht, die verklaagt zijn hart gleich meer. Jezus heeft hem vrij gemaakt. Aber von da sind noch so viele Menschen unter das schwere Stein fast. Und da jaft dort ein Stein und ein Druck, eine Nacht und ein Seil, wo kein Mensch trösten kann. Das muss einmal der Herr Jesus selbst vom Hort aufnehmen. Und das Druck, der wird von da noch auf uns alle Matte liegen. Wenn Jan Stein dort nicht mal wiedergerollt wurde. Wenn die dann haben für im Graf wir, dann wir fast unter diese Steine. Wir können noch so verlangen, durch dem Kritzen Haschtjecke, Jesus in Blut wird auch gerannt, aber der Stein ist dann noch fair. Jesus ist weich, er ist noch nicht mehr. Hij is dood. Aber Gott sei Dank, dat het erst nicht den was. Der Stein wordt weggerollt. En die zelfs ja manche haar, den habe ich von da met zijn engel, zum die Steine uit ons leven uitrollen. Want hij zich met den grootste Stein weet, wat hij zich dan niet ook met die kleinere Steine aan ons leven ook weten, wat we alleen ook God kunnen wiederbrengen. Hebreeër heeft zijn treustende vers. Mij aankert ons den te lezen, Hebreeër 9 vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen den lebendigen Gott. Nu ist das jährlich, nu ist das Blut in volle Kraft, wenn Jan Stein dort weggerollt wird. Und Gereva, dat sind nicht Städte, wo das gewöhnlich scheint. Das sind gewöhnlich Städte, wo Menschen schwere Zeit haben. Leben aufgejeft. Oder zu sein, wo der Tod so persönlich, so dicht beigekommen ist. Und das ist ein Ding, was unsere Vorfahren auch alle erfahren haben, und Gereva zu stehen. Und schließlich sind auch sie, einer anderen, verschieden begraven geworden. Unsere Urgroßpapas, Urgroßmamas, vielleicht sind es sogar auch unsere Kinder, oder von anderem die frühere de Mann, oder Brüder, oder Schwestern, oder Freunde. Aber Jesus, der heeft gewesen, dat is een wagen uit dem Graf. En wie worden da endlich so gesät als een Kuhn, wann dort een Planten angeschaut wordt, die fährt nur der Stab, und ist dann die diestere Dose, und schließlich die fällt da durch dem Schlag, und fast aus het Kuhn, da onje ganz begroeft dem diestere. Dat kann da endlich saß noch stehen, als da sterben da ankommen. Aber mit einmal, dann kommt er ganz nicht Leben raus, das kann. Und so hat der Herr Jesus
uns vorabgegangen. Und so muss wir auch erstlich einmal sterben, aufsterben, den aller Mensch, dat er nie abstoßen kann. En nachher onze Körper ook staat, laten begraven, en de hoopning, dat wordt een dag een nieuwe, fehlerloser, gezonder Körper, wat al die krankheden heeft hingelaten, wordt er dan abstoßen. Als dort nicht eine frohe Lehre, eine frohe Osterbotschaft von der Hinfälligkeit der Menschen mal wahrzunehmen, dat er kommt ein Smorgens, ein Feierjahr, ein Jubel, ein Auferstehungstag. Lieblicher jüngster Tag, wie heiß ich dich willkommen. Oh, und je sehen der Tag, wenn mein Körper, was so vergänglich ist, Körpers, vielleicht habe ich Körpers, was sehr krank sind. Was von Jahr zu Jahr gepflegt wird. Und keinmal kann wirklich gesund auf diese Erde rumwandeln. Habe vielleicht mal könnt, aber die Zeit ist vorbei. Das scheint so, der Körper, der kann es bloß nicht mehr. Aber dort kommen wir alle rein, herrlich, unvergänglich, ganz rein, ohne Weidog, mit dem Graf. Und dann einmal Gott im Angesicht zu kicken. Von da, wenn die Sonne abgeht, das ist viel zu Dach zum Ankicken. Wir kennen das gar nicht. Das ist unmöglich, wie unsere Augen, die vertragen das gar nicht. Und so vertragen wir auch von da noch nicht die volle Herrlichkeit Gottes. Aber dann einmal einfach alles zu sein, ich kann. Und auf sich diese Ostern gelaten an den Engel, dass sie das Leid, dass wir schnei wird. Und wo ja das, wenn wir allein in einer Stube sind, allein in einer großen Umgebung, auf einmal ist da noch ein Mensch. Wir können wirklich sein. Wir können seine ganze Figur sein. Und der steht da wirklich für uns. Und in sein Gesicht, in sein Charakter, mal alles zu sein, dann als irgendwas passiert dann, wenn wir mit jemandem können, mal volle Gemeinschaft haben. Und so wird es dort sein. Wunderherrlich. Bethlehem, da wird eine Lauf gesungen, aber hier kommen die Engel ganz auf die Erde. Und das Grab, das wird endlich zu einer Kirche gemacht. Dort wird bloß geprophezeit, hier kommt wirklich Evangelium. Ein Graf, das ist nicht ein herrlicher Stadt, wenn dort was getan wird. Aber ein Graf ist eine herrliche Stadt, wenn dort was ein Tag rauskommen wird. So dass ihr habt ihr mal Begrafnis an uns leben, wenn der Herr der Welt wat länger stunden lassen wird, wo wir das noch mehr mal beleben. Aber weil wir getrost und hoffnungsfroh vorwärts checken. Wenn wir dann umwenden am Graf haben, das ist so verschieden. Die Welt, wenn die da mit umwenden, die zitten bloß een jammerlijke toestand als nieuwe woorden. Diester Nacht en dat hoort is 2 en diester. En ze moeten aanwijnen, gaan terug naar huis met diestere, kommervolle ogen. Wie als Kinder Gottes had een stad om te wijnen, waar we vrouw omwijnen kunnen. Nog een stootje. En dan komen ze door ver voor de eeuwige vrede en voor de eeuwige herrlichkeit. Haben wir das nicht wirklich, was gerotet erfahren an des Osterdag, Blüten der Ewigkeit zu sein? Fühlst du dich hier manchmal einsam, vielleicht an deine Bekehrung, vielleicht an deine Selbstverleugnung, vielleicht hast du ein Kind Gottes dort zu stehen, aber dort steht eine große Schar Reid,
Dat wordt nicht einsam sein, want dat hier ook manchmal Angst je erst beim der Entscheidung für den Herrn maken. Jaf nicht ab, dort luren al veel naar ons. En de Herr Jezus als een Salz ons Fürsprecher. Jo, des Fried, die wens ik ons alle an deze Ostertijd, want het ook een bijzondere Osterrast dit jaar. Aber des Friede kann uns keiner wahrnehmen, das kann keiner aufbestahlen und sagen, den Fried was nu matte, veradelde Tijd mal toch loten, da kannst nu nicht mehr zu tun haben. Mit den Fried kannst nicht hantieren, mit den Fried kannst du nicht antworten, den kannst du nicht in Kost geben. Nee, das kann keiner. Des Fried, das ist noch eine volle Mote da. Preis dem Herrn. Waar we beten. Gnadenrijke himmlischer Vater, wir sagen Lob und Dank für den ganzen Erlösungsplan. Wir können viel Dinge gar nicht verstehen, warum erst musste so viel dunkle Tiden sein, wohin das alle Gesetz, das alle Bund da kriegt, alle wir. Das sind Dinge, die Antworten sind uns gut, wenn wir die Lothar waren weiter. Aber die Antwort, die beste, die haben wir gekriegt. Die Erlösung durch Jesus Christus und die Hoffnung, nur das Leben abzustehen in ewige Freude und Herrlichkeit. Wir beten auch für so was den schweren Stein von da noch am Hort hat. Was noch Gott die Freude sein kann, halb die doch auch los. Ich habe die Genot, frei und froh zu werden und an deine Sonnenschein zu leben, so herrlich als Kinder Gottes und die Freiheit und die Herrlichkeit, was diese Ostern uns gebracht hat. Das beten wir Dank für durch Jesus Christus. Amen.